Die zweite Neuheit des Jahres von Omega haben Speedmaster-Fans schon lange erwartet. Die weiße Omega Speedmaster Professional Moonwatch erweitert die permanente Kollektion der Biela Uhrenmarke. Wir haben uns die Neuheit in der Frankfurter Omega Boutique angeschaut und zeigen sie euch hier. Bereits im November letzten Jahres kursierten Bilder im Internet, auf denen Omega-Markenbotschafter Daniel Craig aus Versehen eine sternerne Speedmaster mit weißem Zifferblatt am Handgelenk trug. Ups, der unauffällige Leak auf den offiziellen Pressebildern einer Omega-Veranstaltung in New York hat seine Wirkung auf Moonwatch-Fans nicht verfehlt, die seither auf eine öffentliche Vorstellung der invertierten Speedmaster Professional gewartet haben. Übrigens, falls ihr die erste Speedmaster-Neuheit des Jahres verpasst habt, auch dazu gibt es ein ausführliches Video von uns. Alles über die neue Dark Side of the Moon erfahrt ihr im verlinkten Video. Von der Dark Side jetzt aber zur Light Side of the Moon. Wer die neue Moonwatch mit Koaxialkaliber 3861 bereits in den Händen hatte, wird von der neuen Variante nicht allzu überrascht sein. Denn tatsächlich beschränken sich die Änderungen bei der neuen Variante allein auf das Zifferblatt, das vollständig weiß lackiert ist und im Gegensatz zur schwarzen Moonwatch mit aufgesetzten Stundenmarkern in schwarz ausgestattet ist. Diese sind am Rand des dreidimensional gewölbten Zifferblatts befestigt und mit Leuchtmittel ausgestattet. Sie selbst wirken eher metallisch, sind also nicht einfach nur schwarz lackiert. Das gleiche gilt auch für das Omega-Logo unter der 12 und natürlich für die Zeiger, für die Zeitanzeige wie auch für die Chronographenanzeigen. Gar nicht so leicht zu erkennen ist außerdem, dass die ausgedrehten Totalisatoren nicht nur ins Zifferblatt vertieft sind, sondern auch eine leichte Rillenstruktur im Zentrum aufweisen. Der Speedmaster Schriftzug und die Spitze des Stoppsekundenzeigers sind in Rot gehalten und sorgen für Abwechslung auf dem sonst monochromen Zifferblatt. Mit diesen Details setzt sich die weiße Speedmaster also etwas von der schwarzen Moonwatch ab, deren Stundenmarker aus Leuchtfarbe direkt auf das Zifferblatt aufgedruckt werden. Auch die Rillenstruktur bei den Totalisatoren hat das schwarze Modell nicht. Als Inspiration für die Uhr gibt Omega die weißen Raumanzüge der NASA an, die Astronauten bei Einsätzen im Weltall und auf dem Mond trugen. Außerdem hat man sich an der 2008 vorgestellten Speedmaster Alaska Project orientiert, die wiederum eine Neuauflage eines Prototypen von 1968 bzw. 1972 ist. Die Uhr hatte auch damals ein weißes Zifferblatt und ein zusätzliches Gehäuse, das um die ganze Uhr gelegt werden konnte. Das hat die Uhr ganz schön klobig gemacht, konnte sie aber vor hohen Temperaturen schützen. Dieses Extra-Gehäuse war bei der Project Alaska rot, sowie die Spitze des Sekundenzeigers und der Speedmaster-Schriftzug bei der neuen Speedmaster. Zu der bekommt man allerdings kein rotes Hitzegehäuse. Wie schon gesagt, hat sich außer dem Zifferblatt technisch nichts bei der weißen Speedmaster verändert. Auch dieses Modell wird vom Manufakturkaliber 3861 mit Handaufzug und 50 Stunden Gangreserve angetrieben. Ich habe deswegen auch einfach die Rückseite der schwarzen Speedy aus der Boutique gefilmt, weil das dank dem Lederband deutlich einfacher war. Hier ist aber alles exakt gleich. Die Seriennummern von Werk und Gehäuse habe ich allerdings entfernt. Highlight am Kaliber ist neben der Omega eigenen Koaxialhemmung natürlich auch die Finissage der Komponenten und die Zertifizierung als Masterchronometer beim Prüfinstitut Metas, welches noch bessere Genauigkeit als zum Beispiel die COSC bescheinigt. Dank der Verwendung von Silizium bei der Hemmung und der Unruhespirale ist das Werk außerdem resistent gegenüber gigantischen Magnetfeldern bis zu einer Stärke von 15.000 Gauss. Außerdem wird für die Speedmaster natürlich auch dasselbe Gehäuse wie bei der schwarzen Moonwatch verwendet, ist also 42 mm im Durchmesser und 13,2 mm in der Höhe. Im Unterschied zur originalen Moonwatch gibt es die weiße Speedmaster jedoch nicht mit Tesalit-Glas und geschlossenem Boden zu kaufen. Das Modell gibt es nur mit Boden- und Deckglas aus kratzfestem Saphir. Das wäre meine Wahl, allerdings macht es die Uhr natürlich etwas teurer. An der Schließe dieser Speedy ist mir aufgefallen, dass es nun eine Schnellverstellung gibt, bei der man das Gliederband leicht um einige Millimeter verkürzen bzw. verlängern kann. Auf Nachfrage wurde mir allerdings mitgeteilt, dass das auch bei der schwarzen Speedmaster inzwischen zum Lieferumfang gehört und vor ca. einem Jahr eingeführt wurde. An dem Edelstahl-Gliederband kostet die weiße Speedmaster 8.800 €, somit noch einmal 100 € mehr als das schwarze Standardmodell, das aufgrund vorausgegangener Preiserhöhungen inzwischen auch schon 8.700 € kostet.
Das Modell soll jedenfalls in anständigen Mengen produziert werden und in die permanente Kollektion aufgenommen werden. Es wird also wohl langfristig kein Problem bei der Verfügbarkeit geben, auch wenn man sich im Moment noch auf eine Warteliste eintragen lassen muss. Wie findet ihr die neue Speedmaster in Weiß? Gut oder wäre euch die klassische Moonwatch in Schwarz lieber? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.